Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue, Zed's Barbecue und heute gibt es einen Imbissbuden-Klassiker im neuen Gewand. Ich werde heute Schaschlik machen, so wie man so meistens 70er, 80er, Anfang der 90er in Imbissbuden bekommen hat. Auch heute noch, wenn man eine findet, die sowas macht, kriegt man sie auch noch. Ich werde allerdings im neuen Gewand machen, ein bisschen was Neues einfließen lassen. Bleibt dran, es wird interessant und es wird auf jeden Fall lecker werden. Also, fangen wir an. Im Vorfeld müssen wir natürlich erstmal das Fleisch marinieren. Das sollte man mindestens 2 Stunden vorher machen, am besten wieder über Nacht. Ich habe Schweinenacken genommen, das ist so das Standardmäßige. Gerade wenn man es nachher schmort, das bleibt schön saftig durch das intramuskuläre Fett. Es soll ja auch richtig zart und saftig werden. Ja, und das Marinieren ist eigentlich gar nicht anstrengend, denn wir haben nur 4 Zutaten, die wir brauchen, plus Fleisch. Das Fleisch habe ich schon gewürfelt, aber das zeige ich euch, wenn er ankommt. So, wir haben hier wirklich nicht viele Zutaten. Wir haben 4 Zutaten und das sind eigentlich für mich die Klassiker der deutschen Küche. Das ist Salz, Pfeffer und Paprikapulver, edelsüß. Und wir haben hier das Nacken, das habe ich in so große Stücke geschnitten. Das packe ich mal ein, bevor die Fliegen kommen. Und das ist eigentlich nichts Einfaches, als diese Marinade zusammenzurühren. Wir nehmen das Öl, geben da das Paprikapulver rein, rühren schon alles erstmal unter, damit dann wirklich sich das Paprikapulver wirklich gut auflöst. Und ihr seht, das Öl wird schön rot, so wie es sein soll. Und das Paprikapulver geht jetzt auf und wird noch mehr Farbe erzeugen. Da kommt jetzt das Salz hinzu. Salz und Pfeffer im Verhältnis 2:1, also 2 Teile Salz, 1 Teil Pfeffer. Das Ganze verrühren. Und wie nicht anders zu erwarten, die Marinade kommt natürlich zum Fleisch dazu. Nichts verschwenden, alles rausholen. Und dann wird das Ganze einmal gut verteilt, damit überall an jedem Stück Fleisch wirklich ordentlich Marinade drin ist. Ja, das war schon. Das Fleisch ist mariniert, das kommt jetzt in den Kühlschrank für 2 Stunden. Besser natürlich über Nacht. Ich werde jetzt auch gleichzeitig die Holzspieße, ich werde heute Holzspieße verwenden, in Wasser legen, damit die schön durchgezogen sind, damit wir nachher, ich werde das Ganze kurz angrillen, nicht auf dem Grill verbrennen. Deswegen, wer auch angrillen möchte und ein paar Röstaromen haben möchte, der gibt jetzt die Holzspieße ins Wasser, sofern er den Holzspieße nimmt. Und wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Das Fleisch ist noch eingelegt, das mariniert noch, aber nicht mehr lange, sind fast fertig. Das heißt, ich bereite jetzt schon mal die Soße vor. Denn eine vernünftige Soße ist das A und O für vernünftige Imbissbuden-Schaschliks. Genau das ist die Krux heute, die Soße. Und die bringe ich so ein bisschen in die jetzige Zeit rüber. Die mache ich so ein bisschen fruchtig. Da habe ich hier einmal eine Aprikosenmarmelade, die ich da nehme. Ihr könnt aber auch eine Kirschmarmelade nehmen. Ihr könnt auch eine Pflaumenmarmelade nehmen, dann ist das Ganze ein bisschen dunkler. Nehmt, was ihr da habt, nehmt aber vor allem, was ihr mögt. Ich hole euch mal näher ran, dann machen wir die Soße fertig. Denn die muss ein bisschen köcheln. Und in der Zwischenzeit, wo die dann köchelt, da können wir noch dann die Spieße fertig machen. Und ihr merkt, ein vernünftiger Zeitplan sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft. So, ihr seht, es sind ein paar Zutaten heute, aber die gehen wir in Ruhe durch, wenn wir sie benutzen, und zwar beim Zubereiten der Soße. So, und damit fangen wir jetzt mal an mit der Zubereitung. Hier haben wir so ein bisschen Öl drin, das werde ich mal ganz kurz ein bisschen erhitzen. Ihr seht, da kommen Blasen, das reicht vollkommen. Ich drehe die Hitze noch mal ein bisschen runter. So viel Hitze brauchen wir gar nicht. Als erstes werden wir die Zwiebeln glasig braten. Ihr seht, ich habe die einigermaßen fein geschnitten. Ich werde die Soße nachher noch ganz kurz pürieren. Das heißt, so fein muss es gar nicht sein. Je nachdem, ob ihr sie pürieren wollt oder nicht pürieren wollt, müssen Sie dementsprechend schneiden. So, und sobald die Zwiebeln so ein bisschen glasig sind, müssen noch gar nicht vollständig glasig sein, kommt der Knoblauch hinzu. Der ist fein gehackt. Und den rühre ich jetzt unter und röste den auch ganz kurz mit an. So 20 Sekunden reichen da einfach vollkommen aus, sonst wird er bitter. Und da gebe ich das Tomatenmark hinzu. Und das röste ich jetzt ganz kurz mit an, das verfärbt sich recht schnell und dann werden die ganzen ätherischen Öle freigesetzt und dann schmeckt das einfach wesentlich besser, als wenn man es nicht anrösten würde. Macht euch keine Sorgen, da unten wird es vielleicht dunkel, das tappt ein bisschen an, das löschen wir gleich ab, dann löst es sich wieder. Und soweit sind wir jetzt eigentlich auch schon. Jetzt gebe ich stückige Tomaten hinzu. Und damit, durch die Feuchtigkeit, ihr seht, da unten löst es sich natürlich gleich wieder alles. Und wir nehmen den Geschmack, den wir jetzt erzeugt haben, durch das Anrösten einfach mit in die Tomatensauce auf. So, dann gebe ich Brühe hinzu, je nachdem, was ihr da habt. Ihr könnt Fleischbrühe nehmen, ihr könnt Gemüsebrühe nehmen, ihr könnt auch Geflügelfond nehmen. Ja, und dann kommen schon die restlichen Zutaten gleich hinzu. Das ist einmal Worcestersoße, Paprikapulver edelsüß. Ich habe hier Löwensenf, also einen schönen scharfen Senf nehmen. Der gibt nochmal ordentlich Geschmack dazu. Wenn ihr das Ganze nicht so scharf haben möchtet am Ende, dann nehmt ihr natürlich ganz normalen mittelscharfen Senf. Dann für die Säure so ein bisschen Apfelessig. Und für die Süße nochmal als Gegenbasis dazu ein bisschen Honig. Ihr könnt aber auch Zucker nehmen. Oder Ahornsirup.
So, und für die Süße, wie gesagt, nehme ich heute eine schöne Aprikosenmarmelade. Konfitüre. Aprikosenkonfitüre. Wer will und sagt, ich hätte gerne ein bisschen schärfer, der nimmt noch ein bisschen Chiliflocken dazu, um den Ganzen nochmal so ein bisschen Pep zu geben. Und dann fehlt nur noch Salz und Pfeffer. Da gebe ich jetzt schon mal was hinzu. Schmeckt das Ganze nachher aber später nochmal ab, nach meinem Geschmack. Ja, das war die Vorbereitung für die Soße. Die lasse ich jetzt so 15 bis 20 Minuten köcheln. Einfach damit es ein bisschen reduziert, ein bisschen anlegt. Und weiter muss ich jetzt nichts machen. Jetzt kümmere ich mich um die Spieße. Das heißt, ich räume einmal kurz auf und dann kümmere ich mich um die Spieße. So, und dann sind die Vorbereitungen für die Spieße eigentlich soweit durch. Ich rühre ab und zu mal die Soße um, damit sie mir nicht unten anbrennt. Denn die wird langsam dickflüssiger, so wie es sein sollte. Aber wir machen mal die Spieße fertig. Ich habe beim Schneiden immer hinten die Wurzel dran gelassen. Dann fällt die Zwiebel nicht auseinander beim Schneiden. Das ist jetzt nicht einfacher zu handeln dann. Deswegen muss ich sie jetzt noch abmachen, die Wurzel. Und dann schauen wir mal, da ist das Fleisch. Wunderbar eingelegt. Legen wir los. So, ich fange hinten immer mit einer Zwiebel. Wir nehmen hier wunderbar eingelegtes Fleisch. Dann kommt ein Stück Paprika. Wieder ein Stück Fleisch. Zwiebel. Stück Fleisch und nochmal rote Paprika. Versucht immer so ein bisschen abwechselnd zu sein, auch wenn ich jetzt im Moment noch viel mehr rote Paprika habe. Aber so dass ihr über Zwiebel, Paprika, Rot und Gelb dran habt. Ja. Ihr ahnt es, ne? Davon mache ich jetzt ein paar mehr. Ja, das war die Vorbereitung. Die Soße sieht auch hervorragend aus. Die werde ich gleich pürieren. Die Spieße sind fertig. Die gebe ich jetzt tatsächlich noch mal kurz auf den Grill und grill die noch mal so 2 Minuten von 2 Seiten an. Einfach um ein paar Röster rum zu haben, bevor es dann in die Konsistform geht. So, ja, und jetzt die restlichen Zwiebeln und Paprika habe ich jetzt nicht weggeworfen. Die gebe ich aber mit in die Schale und werde ich auch noch anschmoren. Da habe ich noch mal extra Geschmack und die kann ich noch dazu geben nachher zum Essen. Ja, und das sind sie schon, die Spieße. Ganz kurz angegrillt, nicht viel, fertig. Einfach ein paar Röster rumgegeben. So, ich habe die Soße jetzt noch mal püriert, damit die dicken Stücke weg sind. Und ihr seht, wie schön einreduziert die ist. Die ist wirklich jetzt perfekt. Schaut euch das an. Eine richtig geile Schaschlik-Soße haben wir da hingekriegt. Und ich werde noch mal gucken, ob ich sie abschmecken muss, vom Geschmack her. Das heißt, mal gucken. Nee. Eine Süße, eine Fruchtigkeit, eine leichte Schärfe, genauso wollte ich es haben. Und so lasse ich das auch. So, mir ist eben gerade einmal Akku alle gegangen, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe jetzt die Soße hinzugegeben. Es könnte ein bisschen mehr Soße sein oder eine kleinere Schale. Die Zwiebeln werden noch Feuchtigkeit verlieren, das heißt, es kommt noch ein bisschen Feuchtigkeit dazu. Ich könnte auch noch Brühe hinzugeben, dann habe ich auch ein bisschen mehr Soße, die würde auch wieder reduziert werden. Aber ich lasse das jetzt so und werde das nach der halben Zeit der Zubereitung einfach noch mal öffnen und umdrehen, sodass die obere Seite unten ist und dann auch in der Soße liegt. Und gegebenenfalls gebe ich dann noch Feuchtigkeit hinzu, wenn es noch unbedingt sein muss. Aber jetzt geht es erstmal in den Grill. Und dafür nehme ich wieder eine zweite Konsistform, gebe die einfach oben drauf. Befestige die nochmal mit Metallklammern. Und so kommt das Ganze jetzt in den Grill. So, ich habe die Roste rausgenommen. Die hatte ich nur zum Angrillen drin. Habe den IKEA-Deckelhalter reingegeben und da steht das Ganze drauf, geschlossen. Und da steht das Ganze jetzt bei 180 Grad für 45 bis 60 Minuten. Wie gesagt, nach einer halben Stunde drehen wir das Ganze einmal. So, halbe Stunde ist um. Wir schauen mal rein. Das heißt, einmal vorsichtig die heißen Klammern wegnehmen. Das sieht doch schon mal gut aus. Und ihr seht, es ist wesentlich mehr Soße, aber trotzdem, wir werden jetzt alle einmal
Einmal drehen vorsichtig. Nochmal das Gemüse ein bisschen durchrühren. Ja, dann kann es weiter ziehen. Deckel wieder drauf und zumachen. Ja, und dann ist die Zeit, das wird abgefahren werden. Mal raus. So, für die Imbissbuden schaffe ich. Ich habe jetzt noch ein paar Pommes gemacht. Mit so schönen Lieblingspommes. Da ist schon so Zeit drauf. Und da ist mein Imbissbuden-Setup. Angekommen und jetzt und hier. Und da ist mein Imbissbuden-Setup. Angekommen und jetzt und hier. Ja, habe ich doch tatsächlich das Ende vergessen aufzunehmen. Ich hatte es lecker mit Pommes, es war wirklich gut. Ich habe noch ein Stück, weil es hat mir wirklich so gut geschmeckt, dass ich mal essen wollte. Ja, die Soße schön mild, fruchtig, süßlich, mit einer leichten Schärfe, aber richtig geil. Und das Fleisch. Das Fleisch ist richtig zart geworden, das kann man pullen, das kann man schön zerreißen. Eine Stunde reicht vollkommen aus, ist richtig zart geworden. Richtig geil. Ich kann euch nur empfehlen, macht es nach. Wer es noch nie gegessen hat, der wird sich richtig freuen über diese leichte Süße, die mit der Schärfe zusammen ist. Richtig geile Kombination. Wer es kennt, der hat endlich mal einen neuen Geschmack. Wesentlich abwechslungsreicher, runder, als er früher war. Unbedingt nachmachen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja, das war's. Damit ist das Video zu Ende. Wer noch kein Abo hat, hier oben kostenloses Abo abschließen. Glocke aktivieren nicht vergessen, ist gut für mich. Das Rezept und alle anderen Rezepte bei mir im Blog. Habt da 2 weitere Videos für die Woche und ihr müsst ja eh noch ein bisschen einkaufen gehen, um das Video nachzumachen. Also, das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt That's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao.